So, willkommen bei meinem fünften Video. Ich habe ja bei meinem letzten Video angekündigt, dass ich mir so als Thema gesetzt habe, was euch unterstützt auf eurem Weg und was euch daran hindern wird. Und ja, gestern Abend bei meinem Spaziergang, den ich eigentlich versuche jeden Abend zu machen, habe ich meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Und ja, eine der ersten Sachen, die bei mir in meinem Bewusstsein erschien, ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist was Wundervolles. Wenn ich Dankbarkeit spüre, dann entspannt sich mein ganzer Körper. Ja, und dann wäre das mein erster Aspekt gewesen: Seid dankbar. Ja, und im gleichen Augenblick habe ich eigentlich gemerkt, dass ich jetzt dabei bin, hier Regeln aufzustellen. Seid dankbar, tut dieses, lasst jenes. Darauf wäre es hinausgelaufen. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass das für mich ja auch nie funktioniert hat. Diese ganzen Regeln, die meine Lehrer da aufgestellt haben oder die in den Büchern stehen, tut dieses, lasst jenes. Das war ja letztendlich der Anlass für mich, vor ein paar Jahren einfach alle Kanäle nach außen zu durchtrennen und einfach nur in mich selbst, auch sehr interessant, in mich selbst, in mein Selbst zu gehen, wie üblich, ohne dass ich das verstanden habe. Und dann wurde mir ja der Wahnsinn bewusst, was ich da im Begriff war zu tun. Regeln aufzustellen. Und im nächsten Augenblick war mir klar, dass das wieder mein Verstand ist, der da jetzt anfängt, mit Elan und Enthusiasmus Regeln aufzustellen, zu kategorisieren. Und euer Verstand wird das lieben. Ne? Die ersten haben schon ihren Zettel rausgeholt und sagen, oh, oh, jetzt wird es wichtig, jetzt kommen die Regeln. Regel 1, Regel 2, Regel 3, und dann hat er sich sicher auch noch bei der Reihenfolge was gedacht. Also die erste Regel ist wichtiger als die zweite Regel, und das ist alles Blödsinn. Das funktioniert für mich nicht. Und letztendlich kann ich ja auch, oder das ist ja das, was, wenn ich euch hier meine Erfahrungen mitteile, dann sind das meine Erfahrungen, Punkt. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Das wäre ja noch abstruser, wenn ich jetzt versuchen würde, ich habe ja keine Kontrolle über mich. Und das ist ja gerade das, was ich eigentlich, das ist wieder der Verstand, der relativiert es sofort, aber was für mich funktioniert hat. Und ich kann ja nicht sagen, folgt der Regel, aber das, was ich eigentlich spüre, das ist ja die Absichtslosigkeit, die Regellosigkeit, die Ziellosigkeit. Und wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt anfange, hier Regeln aufzustellen? Sicher mag es sinnvoll sein, dass ich euch sage, das unterstützt euch und das hindert euch. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Aber im Augenblick macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann musste ich schon ein bisschen lachen, als dann der Verstand sagte, okay, der kam nämlich aus der Kiste jetzt auch nicht raus. Dann sagte der zu mir, ja, dann sind das keine Regeln, dann ist das eine Anregung, ein Angebot. Ne? Und das ist ja, als ob ich jetzt dem Ganzen ein anderes Kleidchen anziehe, aber der Kern ist derselbe. Ja, aber der Verstand versuchte mich da irgendwie die ganze Zeit, ja, aufs Glatteis zu führen. Und als ich das gemerkt habe, da war mir klar, dass das ein Irrweg ist. Und das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich mittlerweile ein gutes Gespürweg habe, wenn ich mich so auf einen Irrweg begebe, und das ist eigentlich immer der Verstand. Und in dem Augenblick ist mir auch klar geworden, ich habe ja mal in einer der Videos vorher gesagt, dass dieser Observer oder Beobachter, dass ich den nur einmal wirklich erlebt habe, dass ich diese Geschichte mit der Ferse und dem Schmerz habe und dann dieses Stück zurückgetreten bin und keine emotionale Verbindung mehr dazu hatte. Und jetzt ist mir im Grunde klar, dass dieser Observer
omnipräsent ist. Der merkt jedes Mal, das ist jetzt auch wieder der Verstand, jedes Mal, es ist ja vollkommen unnötig, das irgendwie zu klassifizieren. Und dann sagt der Verstand: „Oh, wie oft war denn jetzt der Observer da? Wie lange war der da und wann war der da? Gibt es da Zusammenhänge? Kann ich da eine Regel draus kondensieren oder entwickeln?“ Alles Bullshit. Ja, letztendlich ist das, was ich einfach sage, und umso wichtiger ist es mir, dass ich eben nicht euch den Rat schlage. Denn wenn ihr hier seid und ich sage, die Regel ist, dass ihr hierhin sollt, dann mache ich ja genau das, was sinnlos ist. Ich spanne diese Dualität auf. Und das wird nicht funktionieren. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ne? Ich kann mich jetzt nicht an viele Regeln erinnern, aber eine von diesen Regeln war, sei achtsam im Alltag. Wunderbar, hat bei mir nie funktioniert. Ne? Im Schutzraum der Meditation, da war ich achtsam, da hat das funktioniert, aber so im Alltag, Achtsamkeit. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt eine Regel aufstelle, dann muss ich die auch durchführen und dann kommt die Kontrolle. Dann versuche ich das zu kontrollieren. Ja, und dann seid ihr nicht hier, dann seid ihr schon da. Ne? Dann spannt sich die Dualität noch weiter auf. Und ja, das ist ein Irrweg. Und deshalb werde ich jetzt keine Regeln aufstellen. Ich werde auch nicht in dieses Thema reingehen, was euch unterstützt und was euch hindert, weil das Problem ist, ich könnte euch stundenlang zutexten mit all dem, was ich erlebt habe und meine Erfahrungen euch mitteilen, und das geht dann so in Richtung Entertainment. Euer Verstand wird das lieben. Was war da und was hat er da erlebt und was ist da passiert? Und dann der nächste Schritt ist, oh, wenn der das erlebt und ich bin hier, dann muss ich das auch erleben. Das habe ich aber jetzt nicht erlebt. Läuft bei mir was falsch? Läuft bei dem was falsch? Ne? Das ist sinnlos. Das ist das, was ich als Gehirnfurz bezeichne. Das ist gehaltlos. Ja. Und dann sagte mein Verstand, das Aufstellen von Regeln, das ist ja auch das, was bei den anderen spirituellen Lehrern nicht funktioniert. Und dann, ja, knallte wieder mein Observer rein und er sagte, oh, guck mal da, der Kollege ist wieder unterwegs und versucht dir was zu verkaufen. Was für ein Wahnsinn. Ich habe in meinem Leben 3 oder 4 spirituelle Lehrer gehabt und was weiß ich, was bei denen funktioniert oder nicht oder was bei den Schülern funktioniert oder nicht. Und das sind immer diese pauschalen Aussagen, die dann rauskommen und die ja versuchen wieder diese Wirklichkeit, die erzeugen dieses Standbild, das wird dann als absolute Aussage rausgehauen und ist substanzlos. Und das Beste ist dann noch, dann sagt der Verstand, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist ja absolut genial, diese Aussage. Ich behaupte also irgendwas, sage, das funktioniert so, dann funktioniert es aber teilweise nicht und dann sage ich, naja, die Ausnahme bestätigt die Regel. Es funktioniert zwar nicht, aber das ist trotzdem die Wahrheit. Ja, das ist vollkommen sinnentleert und sinnlos. Ja, und ich habe halt auch gemerkt, in den letzten, äh, in den letzten Tagen, dass diese Videodreherei und so, dass mich das auch wieder immer mehr in meinen Verstand gebracht hat. Den habe ich eigentlich netterweise so ein bisschen zur Ruhe gebettet. Der wurde ein bisschen träger, hat mich nicht mehr so genervt und der hat jetzt so langsam wieder sein Haupt erhoben, weil er die Chance sah, da wieder aktiv zu werden. Und ich habe ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem spirituellen Lehrer-Ding. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und das würden die Regeln ja auch machen, ich würde euch belehren. Das ist so ähnlich wie erziehen. Ne? Ihr seid da und ich sage, ihr sollt hier hingehen. Das ist vollkommen sinnlos. Das ist die Dualität und
mein Weg, den ich beschritten habe, ohne zu verstehen, was ich gemacht habe, der hat ja genau dazu geführt, dass das zusammengeht. Und das funktioniert nur ohne Kontrolle. Absichtslos, ziellos, voller Hingabe. Egal was passiert, passiert. Und so wird es ja bei euch auch sein. Ihr werdet euch entweder auf das einlassen, was ich euch hier erzähle, oder nicht. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Was wäre ja an mir jetzt anzufangen, wo ich noch nicht mal Kontrolle über mich habe, jetzt euch zu kontrollieren. Ja, und deshalb gibt es jetzt auch keine Regeln. Und ich hatte eigentlich auch vor, was darüber zu erzählen, was so in meinem Leben sich alles positiv verändert hat, aber das wäre ja dann das Gleiche. Ne? Dann, dann sagt ihr, okay, ich stehe hier und mein Lehrer steht da und ja, das macht keinen Sinn. Und das Einzige, was Sinn macht, und das ist ja letztendlich auch das, was ich rüberbringen will, ist, geht in die Stille, richtet euer Bewusstsein, euren Fokus, eure Achtsamkeit auf euren Körper, spürt, was da passiert, und es ist vollkommen beliebig und egal, was da passiert. Das ist ja genau der Twist, ja, das Geniale. Und egal, was ihr erlebt, die positiven Sachen und die negativen Sachen, das ist wieder Verstand, der kategorisiert in unangenehme Gefühle, in angenehme Gefühle. Das ist vollkommen egal. Was erscheint, erscheint, und was nicht erscheint, erscheint nicht. Ja, und das ist so ähnlich wie mit den Fragen, die ich ab und zu auch mal habe. Ja, und dann adressiere ich aber nicht meinen Verstand damit, sondern ich stelle einfach die Frage in den Raum, in mein Bewusstsein. Und jetzt fängt direkt der Verstand an zu kategorisieren, wenn ich sage, meistens kriege ich eine Antwort. Wie oft kriege ich eine Antwort? In wie viel Prozent der Fälle kriege ich eine Antwort? Gibt es da Zusammenhänge? Kann ich da was besser machen? Nein, das ist vollkommen egal. Entweder eine Antwort erscheint oder nicht. Und wenn keine Antwort erscheint, dann erscheint keine Antwort. Und wenn eine Antwort erscheint, dann erscheint eine Antwort. Ich kann mich an eine Gelegenheit erinnern, da hatte ich auch eine Frage und ich habe keine Antwort gekriegt. Und dann habe ich die Frage vergessen. Und da kann man sehen, welchen Gehalt diese Frage hat. Ich meine, im Grunde kann man sagen, jede Frage ist gehaltlos, weil jede Frage heißt ja, ich bin hier und was ist denn hier? Was ist denn da außerhalb? Ne? Aber natürlich bin ich auch bereit, Fragen zu beantworten, weil wir alle, und da möchte ich mich nicht ausschließen, natürlich immer noch in dem Verstand und Ego stecken. Und am Anfang des Weges ist einfach der Verstand zu adressieren und dann aber langsam und immer mehr zur Ruhe zu bringen. Und das wird ihm nicht gefallen. Ne, das wäre jetzt einer der Dinge, die euch daran hindert. Das ist definitiv, und das ist jetzt Kategorie 1, das Wichtigste, der Verstand. Blödsinn. Es ist das, was ist, und das, was nicht ist, ist nicht. Finde ich einen wunderbaren Satz. Der ist total entspannt. Der nimmt nämlich diese ganze Spannung raus. Ne, Regeln heißt ja auch immer tun. Und genau darum geht es ja. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu machen. Es gibt keine Regel. Das Einzige, was, ich sage jetzt mal nicht wichtig, das Einzige, was ist, den Körper zu fühlen. Egal was erscheint, es loszulassen. Ins Licht. Am Anfang habe ich immer gedacht, das müsste ins Licht. Das war auch eine Form der Kontrolle.
Und irgendwann habe ich gemerkt, manche Sachen wollen gar nicht ins Licht, die wollen wieder in die Dunkelheit, also lasse ich sie einfach in die Dunkelheit strömen. Wieder 'n kleines Mosaiksteinchen, was wegfällt. Und das ist ja genau das, was bei mir passiert ist, ohne dass ich es irgendwie kontrolliert habe. Die Sachen sind immer mehr von mir abgefallen. Und das schließt auch meine Begierden oder meine Süchte ein, die ich auch habe oder hatte. Einer der schönen Trigger ist ja zum Beispiel Essen. Und abends, als ich noch abends Filme geguckt habe oder Serien mit meiner Frau, da habe ich dann Süßhunger gehabt. Also habe ich dann mir 'ne Tafel Schokolade geholt und dann habe ich die aufgegessen. Habe ich mich nicht besonders gut gefühlt, aber es war diese Gier. Und es war für mich nicht möglich, das zu kontrollieren, auch wenn ich's wollte. Ich habe dann so Sachen gemacht wie, äh, ich habe die Schokolade nicht zu mir geholt, sondern die lag in 'nem anderen Raum und ich habe mir noch 'n Riegel geholt. Und was dann dazu führte, dass ich 3 oder viermal losgelaufen bin und mir den Rest geholt habe. Irgendwann habe ich das dann wieder drangegeben, weil ich genau wusste, wenn du versuchst, hier zu portionieren, das funktioniert nicht. Und an manchen Abenden ist es dann nicht bei der Schokolade geblieben, da habe ich mir noch eine Tüte Chips reingeschraubt. Und wie ich mich dann gefühlt habe, das könnt ihr euch ja vorstellen. Mir ging es wirklich nicht gut. Aber ich hatte keine Kontrolle, ne? Und so ist das. Wenn ich jetzt ja, dann wird die Spannung ja noch größer, wenn ich versuche, das zu kontrollieren, was jetzt nicht heißen soll, ihr sollt euch allem einfach willenlos hingeben. Nein, das ist es nicht. Das ist aber genau wieder diese Dualität. Der Verstand versucht wieder irgendwas daraus zu machen. Und das Geniale war, das ist einfach von mir abgefallen, ohne dass ich das gemerkt habe. Irgendwann habe ich gesagt oder gemerkt, äh, du hast ja jetzt schon seit ein paar Tagen oder Wochen abends nichts mehr gegessen. Das war aber nicht Kontrolle, das ist einfach passiert. Und das ist ja auch das, worüber ich die ganze Zeit hier rede, dass man die Sachen passieren lässt. Und der Verstand sagt natürlich wieder: „Hey, was heißt was passieren lassen? Ich muss das doch kontrollieren. Ich muss das für dich kontrollieren, ne? Ich regel das für dich. Pass mal auf." Ja, dann wird es eigentlich noch schlimmer. Obwohl, das ist jetzt wieder so eine Aussage, ne? Das ist wieder der Verstand, der sagt, dann wird es noch schlimmer. Blödsinn. Dann passiert, was passiert. Aber ja, zunehmend sind diese ganzen Geschichten, die mir vorher meinen Körper beeinflusst haben, in ich sage jetzt wieder negativ, ne? Negativ, positiv ist aber auch egal. Das ist einfach alles, also alles, ne? Das ist wieder der Verstand, der will wieder die Kategorie schaffen. Alles, wie viel hast du denn jetzt? Wie viel ist nicht mehr passiert? Das ist alles Blödsinn. Aber das ist ja das Geniale, die Sachen passieren einfach. Wenn ihr euch, ja, da ist er schon wieder, ne? Wenn ihr euch zurücknehmt, da habe ich ja schon mal die Regel. Ihr, ihr nehmt euch nicht zurück. Das ist ja schon wieder tun, ne? Oh, Regel eins, nee, die Regel eins war der Verstand. Regel 2 ist euch zurücknehmen. Ihr müsst euch zurücknehmen. Habt ihr euch heute schon zurückgenommen? Wie oft habt ihr euch zurückgenommen? Habt ihr euch mehr zurückgenommen als gestern? Euer Verstand wird das lieben. Nein, es ist viel, viel einfacher. Im Schutzraum der Meditation setzt ihr euch hin oder legt ihr euch hin. Mittlerweile lege ich mich öfters hin, ist einfach entspannter und ich habe mir auch nichts mehr zu beweisen. Ne, ich habe, ich glaube, 35, 36 Jahre habe ich stoisch mich im halben Lotussitz hingesetzt und habe das durchgezogen. Das habe ich mittlerweile auch nicht mehr nötig. Ich lege mich hin, manchmal setze ich mich auch hin, meistens lege ich mich hin und dann betrachte ich meinen Körper. Und das ist mir gestern klar geworden. Was ich dann mache, ist ja relativ nah an der jenseits der Dualität. Wenn ich nämlich eine beliebige Stelle meines Körpers spüre und die nur fühle, dann bin ich auf dem Punkt.
Einzige, der euch da dazwischen grätschen kann, ist das Ego und der Verstand. Dann seid ihr wieder in der Dualität. Und deshalb gibt es ja die Meditation. Und jetzt kommt wieder so eine Regel, die eigentlich nicht kommt, aber okay, wenn ihr euch nicht hinsetzt, das ist jetzt auch wieder so eine dann passiert nichts. Kann ich ja auch nicht sagen. Es gibt ja mag durchaus Leute geben, die sich nicht hinsetzen und bei denen einfach, ja, beim Eckart Tolle war es so, der Blitz einschlägt und den Verstand wegfegt. Also kann ich nicht sagen, es wird nichts passieren, wenn ihr euch nicht hinsetzt. Aber meine Erfahrung ist halt, oder ich sage es einfach so, ich sage nicht, ihr sollt, ich sage einfach, ich habe mich hingesetzt. Jeden Tag stoisch, stur und habe einfach passieren lassen, was passiert. Ohne dass ich das begriffen habe. Ich habe, indem ich mich zurückgenommen habe, ist das Selbst, was mein ganzes Leben bei mir so angeklopft hat und mich geschubst hat, das hat dann, und das ist jetzt auch wieder so eine Verstandeskonstruktion, Raum gehabt, sich zu öffnen. Das ist auch wieder so, da gibt es nichts, was sich öffnet, weil das Selbst ist jenseits von Öffnen und Schließen. Aber ich benutze nochmal die Sprache und ich benutze Bilder und die werden alle scheitern grandios. Und, aber das ist alles, worum es geht. Und ihr habt ja schon gemerkt, dass mir das Reden nicht schwer fällt. Ne? Aber letztendlich ist es das nicht. Es sind nicht die Worte. Es ist nicht der Inhalt der Worte. Die sind in der Dualität. Es ist jenseits der Worte. Und die geniale Brücke, ich sage jetzt nicht, die ich euch anbiete oder die ihr beschreiten müsst. Ich sage einfach nur, diese Brücke existiert. Und was ihr damit macht, ich sage jetzt nicht, dass mir das egal ist, aber das ist eure Entscheidung. Und das ist ja auch das Geniale, die Fähigkeit des Bewusstseins. Und dann rede ich jetzt von dieser, es ist auch wieder so kategorisieren, das untere Level des Bewusstseins, aber eure Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, in jedem Augenblick und immer wieder. Das ist alles. Ich treffe die Entscheidung, mich hinzusetzen, Körper zu spüren, egal was erscheint. Ich umarme es, ich lasse es da sein, ich erlaube mir es zu spüren, ohne eine Form der Manipulation oder Kontrolle. Und dann passiert, was passiert. Und dann passiert nicht, was nicht passiert. Und da gibt es nichts, was zu vergleichen ist oder was zu messen ist oder zu sagen, ich habe jetzt 70% des Weges hinter mir. Ist mir vollkommen egal. Ich lasse mich einfach voller Hingabe das erleben, was ich erlebe. Und das mache ich einfach. Und deshalb habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, weil ich eben merke, dass mich das, okay, ich habe jetzt auch ich weiß jetzt Video 5, ich habe jetzt jeden Tag so ein Video rausgehauen. Ich merke einfach, wie mich das wieder zurückzieht in den Verstand und deshalb ziehe ich jetzt erstmal die Reißleine. Und das wird jetzt erstmal das letzte Video sein. Und dann ziehe ich mich jetzt einfach mal 4 Wochen zurück und mache das, was ich immer gemacht habe. Ich spüre mich selbst und lass passieren, was passiert. Und ich habe mir extra einen Google-Account eingerichtet, einen anderen, wo diese Videos sind. Ich habe die auch verlinkt mit meinem alten Facebook-Account, den ich eigentlich nur generiert habe, weil der Edmund Zicker über diese Plattform kommuniziert hat. Und
ich werde jetzt das Video hochladen und dann werde ich 4 Wochen verschwinden. Und ich werde nicht in die Kanäle gucken. Und dann schaue ich einfach, was da passiert. Und entweder es ist Interesse da, wunderbar, dann wird das passieren, was passiert. Vielleicht gibt es einen Kommunikationskanal, wo wir interagieren können, vielleicht auch nicht. Oder es wird nichts passieren. Und dann wird einfach nichts passieren. Dann schaue ich vielleicht 4 Wochen später nochmal rein, vielleicht auch nicht. Und deshalb ist mir meine in gewisser Weise Anonymität hier auch wichtig, dass ich eben nicht in diesen Strudel gezogen werde von Kommentaren und Gegenkommentaren und Fragen und die muss ich beantworten. Das werde ich nicht machen. Also wenn ich Fragen beantworte, dann wird das nur face-to-face sein in irgendeiner Form, aber nicht. Ne, also ich meine, Schreiben ist ja auch schon eine vollkommen kastrierte Form und eingeschränkte Form der Kommunikation. Ich sehe mein Gegenüber nicht, ich spüre den nicht, ich erlebe ihn nicht, ich fühle ihn nicht. Da sind nur diese Worte und das ist ja reine Dualität. Das macht keinen Sinn. So, also habe ich euch jetzt das gesagt, was ich, und jetzt sagt mein Verstand direkt wieder eigentlich sagen wollte. Das ist auch wieder so eine Phrase, im Grunde eigentlich, das ist wieder der Verstand. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe, und das, was ich nicht gesagt habe, habe ich nicht gesagt. Das ist alles. Und mein Leben ist wunderbar. Ja, und das Letzte, was ich euch mitgebe, ist, das ist mir gestern Abend auch im Bewusstsein erschienen, das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Koan. Könnt ihr mal dran kauen, könnt es aber auch lassen. Ihr könnt es einfach nur spüren. Begebt euch auf den lebenslangen Weg ins Innere, der ein Punkt ist. Das beschreibt es eigentlich ganz schön. Also macht damit, was ihr wollt. Experimentiert damit. Und das ist für mich ja auch, es ist nicht so ein trockener, stoischer Weg ins Nichts. Im Gegenteil, es ist voller Leben, voller Liebe, manchmal auch Ekstase, aber halt nichts, was man versucht festzuhalten. Ne, ich erinnere mich dran, ich hatte mal vor Jahren, als ich mit meinem Non-Duality-Lehrer noch zusammen war, da ist mir in der Meditation irgend so eine Einsicht erschienen. Ich dachte, boah, bist du wichtig, du hast eine Einsicht. Dann habe ich doch tatsächlich meinen Meister kontaktiert, habe sie mitgeteilt, wie toll ich bin. Meinte, ich könnte mich noch daran erinnern, was ich dem gesagt habe. Nee, kann ich nicht mehr. Und das ist jetzt, da bin ich schon kurz nochmal in diesem Thema, was euch unterstützen, was euch hindert. All diese Einsichten, die man da hat. Und was ist die Reaktion des Verstandes? Das ist ja wie so ein Edelstein, wie ein Geschmeide. Das kommt jetzt in meine Schatulle. Und die öffne ich dann jeden Tag und dann kann ich es anschauen und streicheln. Ja, der Einzige, der da glücklich ist, ist euer Ego und euer Verstand. Ne? Und stellt euch mal vor, einer nimmt euch dann so eine Einsicht aus eurer Schatulle raus. Boah, das geht ja gar nicht. Ja, das ist der Verstand und das Ego. Und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, da bist du wieder. Schön, dass du da bist.
Ich gehe nicht mit dir mit. Ich spüre einfach. Und man könnte es im Grunde noch radikaler formulieren, ne? Ich habe jetzt gesagt, in die Stille, ins Bewusstsein, in den Körper, fühlen, loslassen. Eigentlich sind ja eigentlich, da ist es wieder, ne? 2 Worte notwendig. Selbst sein. Bewusst sein. Bewusstsein. Bewusst sein. Das ist Being. Das ist Sein. Und das ist, jetzt hätte ich fast gesagt, der erste Schritt. Ist halt so, ne? Ja, ich sage jetzt nichts mehr. Das war jetzt mein Schlusswort. Also ich verschwinde jetzt für 4 Wochen. Habt Spaß mit dem, was ihr hier vorfindet oder nicht. Macht damit, was ihr damit macht. Oder macht damit nichts, wenn ihr nichts macht. Beides ist wunderbar. Da sagte mein Verstand jetzt zu mir, rasieren könntest du dich auch mal wieder. Das gibt es ja nicht. Ne? Der findet immer was, wo er mir dann irgendwas erzählen kann. Rasier dich mal. Wunderbar. In dem Sinne. Macht es gut.